Hilfe! Christmas lights are all around. I can see them now. Ich bin heute der Weihnachtsmann, weil wir machen heute mein Lebkuchenhaus. Ihr wisst, ich mache Lebkuchenhäuser immer, das gehört für mich zu Weihnachten dazu. Und ich habe dieses Mal ein Wintersaga, wie spricht man Schwedisch aus? Lebkuchenhaus gekauft bei Ikea. Und ich hoffe, dass es noch heile ist und ich hoffe, dass es gut funktioniert. Weil ich habe richtig gute Ausrüstung dieses Jahr. Ich habe einmal das hier geholt, das ist so Dekorationsgel in Pastellfarben. Guck, wie schön es ist. Zuckerwatte, das kommt so aufs Dach als Schnee, natürlich in Pink. Christmas Sprinkles. Und Marshmallows. Hier sind so welche mit Schneemännern, Weihnachtsmännern drauf. Und dann habe ich noch diese UFOs, weil die kann man perfekt als Dachziegel benutzen. Ihr merkt, ich bin Expertin, Leute. Und dann habe ich schon hier in meinem Becher diese Baking Glue, nennt man das, diesen Kleber für das Lebkuchenhaus eingeweicht, weil der muss warm werden. Und natürlich, weil es das ein bisschen langweilig wäre, Leute, für euch, habe ich aber wieder ein paar Fragen. Deshalb dachte ich mir, mache ich einfach so ein Q&A-Lebkuchenhaus-Ding, wie ich das auch letztes Jahr schon gemacht habe. Wenn das jetzt zerbrochen ist, Leute, ich raste aus. Es sieht heile aus. Damit mache ich schon mal die erste Frage. Warum welken deine Freunde? Ja, Leute, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, aber jeder kann ja machen, was er will, ne? Ich mache das persönlich nicht, weil ich finde, das sieht auch ziemlich bescheuert aus, wenn man da so steht mit so einer leuchtenden Disco-Kugel, aus der Rauch rauskommt und dann steht so drauf Strawberry Dragon Fruit und dann denke ich mir so, Leute, das ist echt peinlich. Und das ist halt auch echt ungesund, Leute. Also ich rauche nicht und ich trinke nicht und ich vape auch nicht. Und mein Tipp an euch, es sieht echt spackomäßig aus. Tut mir sehr leid, das euch zu sagen, falls ihr vapet. Dann lasst euch auch nicht so dazu überreden oder so, weil hier war auch eine Frage so, was man machen soll, wenn Freunde einen zum Rauchen zwingen. Also das sind schon mal keine Freunde, die euch zu irgendwas zwingen, dass ihr irgendwas machen müsst. Dann halt dieses, dass man nicht dazugehört. Ja, okay, man kann sich halt nicht dahinstellen und rauchen, aber ich finde, es gibt halt auch andere Leute, mit denen man sich dann unterhalten kann. Ich habe gerade keine Ahnung, hat das Ding keinen Boden? Was ist dein Snap-Score? Leute, das ist echt peinlich. Ich bin richtig schlecht im Snapchat benutzen. Also, ich kenne so Leute, die benutzen das halt so richtig so, wie als wäre das so ein Job, den man macht. Das ist richtig so, okay, nicht auf geöffnet lassen, dann musst du das und das machen, dann nicht zu lange auf zugestellt und dann musst du jedes Mal halt zurücksnappen. Und dann denke ich mir so, okay. Mein Snap-Score ist irgendwie bei so 20.000, glaube ich. Ich snappe jetzt manchmal so mit meinen Freunden, aber ich schreibe dann da doch irgendwas hin oder so, ne? Also nur über so interessante Sachen. Und ich mache nicht dieses so, immer nur so ein Gesicht hin und her snappen, weil was bringt mir das so? Also, keine Ahnung, es ist irgendwie nicht so richtig was für mich, so Snapchat. Okay, ich hoffe, das hält jetzt. Ich versuche das gerade hier dran zu kleben, aber irgendwie, es fühlt sich nicht besonders stabil an. Nächste Frage und nächste Seite, Leute. Los geht's. Kiss Count 2024 Update, bitte. Da gibt es ja kein Update. Es ist immer noch 1.006.500. Nein, Spaß. Es ist 1, Leute. Aber mein Lebkuchenhaus war auch in Schock. Es ist direkt umgefallen, Leute. Was ist denn hier los? Ja, es hat sich nichts verändert. Aber Leute, stresst euch ja auch nicht so. Also manche Leute nehmen das ja auch sehr ernst mit ihrem Kiss-Count und haben dann irgendwie so 8 Millionen Leute auf ihrer Liste da. Aber ich bin auch nicht so jemand, der einfach so random mit Leuten rummacht, auf so Partys oder so. Also auf manchen Partys, dann sehe ich dann immer Leute so, die das einfach so halt, keine Ahnung, machen aus Langeweile und dann treffen die sich aber nie wieder mit dieser Person und irgendwie reden die da gar nicht mehr darüber. Und denke ich auch nur so, okay, komisch. Deshalb weiß ich nicht. Also ich bin halt nicht so jemand, der das einfach so random macht und einfach um irgendwen da zu küssen. Deshalb 1, Leute. Ich glaube, es ist viel besser, wenn ihr einfach euch so Zeit lasst und das halt mit der richtigen Person macht. Besser als einfach nur, um das jetzt schnell zu machen und dann kommt da gar nichts so bei rum oder dann ist das irgendwie hinterher bereut man es doch und deshalb lasst euch da nicht stressen. Also jeder macht das ja auch anders. Also wenn ihr ja schon, keine Ahnung, mit 13 irgendwen gefunden habt, den ihr gerne mögt, dann ist das natürlich toll, aber es kann ja auch erst sein, dass das erst später kommt und deshalb, ja, sollte man sich dadurch nicht so einen Stress machen. Womit ich mir gerade Stress mache, ist mit diesem Baking Glue, weil er will nicht so wie ich will. Hilfe! Wie oft wäschst du deine Haare, weil die so gesund aussehen? Ja, Leute, meine Haare wasche ich immer dann, wenn sie fertig sind. Also ich habe da nicht so einen richtigen so einen Tag. Also voll viele haben so einen Hairwash Day. Aber meistens muss ich halt auch gucken, ich habe manchmal abends auch einfach keine Motivation mehr, dann auch duschen zu gehen und meine Haare zu waschen. Und deshalb mache ich das immer so, wenn es halt nötig ist.
Und meistens mache ich es aber so am Anfang vom Wochenende, so Freitagabend oder halt Samstag, damit die fürs Wochenende schön sind. Manchmal mache ich dann auch meine Heatless Curls und tue nochmal Trockenshampoo rein. Also Trockenshampoo ist wirklich mein allerbester Freund, Leute. Wonach schmeckt das hier eigentlich? Kann man das überhaupt essen? Okay, Leute, esst das einfach nicht. Und die nächste Frage ist... warum rede ich so komisch? Die nächste Frage ist, zählst du deine Kalorien? Nein, Leute, ich zähle meine Kalorien nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel ich wiege. Also da fragen auch mal ganz viele Leute nach. Next ist, hast du irgendwelche Wünsche oder Vorstellungen, was du später machen willst? Also ganz viele fragen mich immer, was ich nach der Schule machen will. Nach der Schule brauche ich erstmal eine große Pause. Also ich werde nicht direkt irgendwas studieren oder so. Also ich mache ja Abitur. Aber danach, Leute, da muss ich erstmal, keine Ahnung, wirklich in so ein Yoga-Retreat-Center oder so mit dem ganzen Stress, den ich in der Schule habe. Und ich glaube, das wird so komisch sein. Das wird ein ganz neues Leben, wenn man die Schule nicht mehr hat. Deshalb, ich habe jetzt noch keinen Plan, was ich studieren möchte oder so. Aber ganz viele machen ja auch einfach so Pause nach dem Abi. Und was ich cool fände, also wenn ich studieren würde, würde ich so gerne in den USA studieren. Aber das ist natürlich nicht so einfach. Da muss man auch erstmal in den Unis angenommen werden und... das ist ja auch nicht gerade so günstig. Um da halt angenommen zu werden, gibt es halt viele Leute, die so ein Stipendium bekommen. Aber da hat man ja voll den Stress, damit man voll gute Noten schreiben muss. Und da muss man ja so übel schlau sein. Das wäre halt schon so ein kleiner Traum von mir, wenn ich was studieren möchte. Oder generell für längere Zeit in die USA zu gehen. So, bitte halte doch mein Dach. Hast du schon mal Alkohol getrunken? Das ist auch eine sehr aufgestellte Frage, weil ich ja immer sage, dass ich halt keinen Alkohol trinke. Und mich fragen immer ganz viele so, warum? Und dann sage ich immer so, ja, also ich habe auch so viel Spaß und irgendwie verstehen das manche Leute nicht. Aber mir geht es halt auch einfach am nächsten Tag gut, wenn man so auf Partys ist oder so. Dann bin ich danach halt nicht so komplett durch, sondern ich kann halt so weitermachen und ich finde das einfach besser und es lohnt sich halt auch irgendwie für mich nicht. Ich glaube nicht, dass ich da viel mehr Spaß mit hätte, weil ich halt so schon voll viel Spaß so daran habe, so irgendwo hinzugehen oder wegzugehen, irgendwas zu machen. Ob ich das schon mal so probiert habe? Ja, schon. Aber ich mag es einfach auch nicht. Also ich habe es so probiert, weil ich dachte, okay, vielleicht schmeckt das ja richtig geil. Vielleicht ist das so der Mehrwert. Aber es schmeckt mir einfach nicht. Das ist halt echt eklig. Und ich finde, das macht einen auch nicht langweilig. Also voll viele Leute denken immer, oh, dann ist man direkt so richtig langweilig und irgendwie so voll, ja, keine Ahnung, wie nennt man das, so nicht cool. Aber ich finde, das ist nicht so. Also ich finde, jeder kann ja machen, was er will. Und das hat halt nichts damit zu tun, so wie toll, cool oder spaßig man ist, finde ich. Und generell Dinge, die ich machen würde, nur weil ich mich davor vollgetrunken habe, die möchte ich auch ehrlich gesagt nicht machen. Ja, ist schon gut so für mich. So, bald haben wir alle Alkohol- und Rauchenfragen durch, Leute. Weiter geht's. Wie waren so die ersten Tage für dich, als du auf die Schule gekommen bist in Mallorca? Mein erster Schultag, also ich habe davor halt schon sogar Freunde gefunden. Und das war halt gut, weil mit denen habe ich mich dann vorher schon getroffen. Die kannten mich sogar auch von Social Media und dann haben wir uns getroffen und dann ging die halt auch in meine Klasse und das war halt gut, weil dann wusste ich schon am ersten Tag, okay, ich kenne wenigstens irgendwen. Es war aber auch irgendwie nie so für mich so, dass ich gedacht habe, okay, hoffentlich finde ich Freunde oder so, weil ich bin einfach davon ausgegangen, dass da schon irgendwer Nettes bei sein wird. Ich weiß nicht, dann stand ich da so und dann kamen direkt noch andere nette Leute und dann sind wir halt so ins Klassenzimmer gegangen und dann war es einfach schon so, als wäre ich schon immer da gewesen. Und bei uns an der Schule ist halt auch so, gerade dass es halt auf Mallorca ist, da kommen immer so viele neue Leute und da ist halt eigentlich schon normal, dass immer Leute kommen und gehen. Deshalb war das auch nicht so was Besonderes, dass irgendwer Neues kommt, weil es sind immer so viele neue Leute da und das ist eigentlich gut, weil dann ist man nicht so alleine mit Neu-Sein. So, jetzt können wir endlich dekorieren. Ich will es euch ja zeigen, weil ich habe Angst, dass es dann komplett zerfällt. Das riecht extrem gut. Gibt es deinen Breezy Beige Schmuck auch in Silber? Ja klar, Leute, gibt es meinen Breezy Beige Schmuck auch in Silber. Gerade eben hat noch jemand gefragt, habe ich auch noch gelesen, ob die Sachen eigentlich anlaufen würden und die laufen nicht an. Also das war mir auch sehr wichtig, dass man die anlassen kann im Wasser und überall, also die verfärben sich auch nicht. Ich habe meistens so tagsüber habe ich Gold an, aber ich mag so gern, wenn ich so weggehe oder so, dann ziehe ich auch Silber an, weil es einfach besser dann so passt zu meinen Outfits mit Blitzer oder so. Ich habe auch gerade hier so eine goldene Kette an. Jetzt habe ich überall Zucker, warte, Leute. Hier seht ihr die mit der Schleife. Aber wir haben die meisten Sachen in Gold und in Silber, also beides sehr schön. Nächste Frage ist, wie motivierst du dich für die Schule zu lernen? Meistens ist meine Motivation einfach, dass man dann nicht im Test sitzt und gar nichts kann. Die Motivation ist meistens einfach machen. Ich bin manchmal auch nicht motiviert und habe keine Lust, vor allem wenn ich so irgendwie in Chemie oder so das Thema nicht verstehe. Aber einfach anfangen und dann wird es irgendwann besser. Ich verspreche es euch, Leute, wenn ihr anfangt und einfach macht, dann
ist das schon die halbe Miete, sag ich mal. Ja, meine Kamera ist einfach ausgegangen, meine Batterie war leer. Aber wir waren beim Zuckerguss. Und jetzt kommt es hier zur Dekoration. Wir brauchen UFOs. Mir fehlt dir eigentlich mein Look. Rote Schlafanzughose zu pinkem Pulli. So, wir waren ja gerade beim Lernen und da kommt auch schon die nächste Frage passend dazu. Die war, ob ich Angst vor meinen Abi-Prüfungen habe. Und ich muss sagen, ich habe mich immer sehr über die Abschlussprüfungen von der 10. Klasse beschwert, aber die waren eigentlich gut so, um aufs Abi vorbereitet zu werden, weil ich weiß jetzt schon, wie sich das so anfühlt. Ich habe halt nur Angst, dass ich irgendwie so die falschen Sachen wähle, weil wir können halt so 1, 2 Fächer wählen. Ich habe das auch noch nicht so ganz verstanden, unser System. Ich habe nicht so sehr Angst an den Prüfungen an sich, weil ich glaube, das wird richtig geil, wenn man dann so endlich fertig ist damit. Jetzt kommen hier meine schönen UFOs drauf. Ich sehe es halt auch immer nur so in der Kamera und halt von hinten, aber es wird schon. Ich brauche eine Schornsteinfrage. Würdest du dir ein Bauchnabelpiercing stechen lassen? Würde dir mega stehen. Leute, ich hatte mal so eine Phase, da hatte ich mir ein Fake-Bauchnabelpiercing gekauft und dann wollte ich unbedingt einen richtigen haben. Und ich habe sogar schon so Piercing-Studios rausgesucht. Hier in Palma, halt auf Mallorca, die das machen und so. Aber ich hatte dann Angst, dass es mir dann doch nicht gefällt. Und dass, wenn ich das dann wieder rausmachen will, dass ich dann halt so ein Loch da habe. Weil das finde ich echt blöd. Und ich hatte doch Angst, dass es weh tut. Ich bin euch ehrlich, ich war ein kleiner Feigling. Scheint bei euch noch die Sonne? Nein, Leute, gar nicht. Aber ich habe die Frage war eher so gemeint, ob hier tagsüber noch Sonne ist. Ja, also es ist halt schon noch echt schönes Wetter hier. Crazy ist auch, dass dieser Schornstein nicht hält. Wie alt warst du, als du deine Tage bekommen hast? Oh, überlegen. Ich glaube, ich war 12. Hast du vor, bald deinen Führerschein zu machen? Autoführerschein. Man kann hier seinen Führerschein tatsächlich erst mit 18 benutzen. Also man hat hier kein bedarftes Fahren in Spanien. Das ist ein bisschen schade. Man kann seinen Führerschein auch erst mit 17,5 anfangen. Und ich werde ja bald 17. Und dann kann ich bald schon üben für meinen Führerschein. Ich will das halt auch eigentlich nicht machen, wenn ich dann Abi mache. Weil dann ist es halt so doppelt Lernstress. Und ich kenne mich, wenn ich dann 18 bin, will ich aber unbedingt meinen Führerschein haben. Und ja, ich muss noch ein bisschen warten, bis ich dann anfangen kann. Aber dann bin ich auf jeden Fall dabei. Ich freue mich schon richtig drauf, weil gerade ist ja so die Phase, wo voll viele von meinen Freunden den Führerschein machen. Auch so Freunde aus Deutschland halt. Was ist deine Meinung zu Tattoos? Also an mir persönlich, ich würde das nicht machen, weil ich kenne mich, so Sachen, die so permanent sind, finde ich eh richtig schlimm, weil ich immer Angst, dass ich das nicht mehr haben will und dass ich das nicht mehr rückgängig machen kann. Turnst du eigentlich noch? Im Moment turne ich nur so für mich, so auf meinem Trampolin und so, oder mache halt manchmal sowas für mich, so Handstand mehr, aber ich habe leider keine Zeit mehr gehabt, um im Verein turnen zu gehen. Das fand ich auch richtig schade, weil ich hätte das voll gerne noch weitergemacht, aber es war halt einfach immer so stressig. Ich habe mir gedacht, oh, jetzt muss ich da auch noch hingehen und dann wusste ich nie, wann ich lernen soll und ich hatte ja auch mal bis 16 Uhr Schule, also jetzt habe ich ja zum Glück an manchen Tagen ein bisschen früher aus, aber da war das mir halt echt zu stressig, jetzt habe ich aufgehört. Okay, ich bin fast fertig. Ich mache jetzt hier noch ein paar Sprinkles drauf und so und hole mal meine Farbe hier raus und dann würde ich sagen, haben wir es auch gleich, ne? Oh, ich sehe gerade, mein Dach ist halt eingestürzt. Oh mein Gott, mein Haus stürzt ein. Nein! Was ist denn hier los? Okay, schaffe ich das? Schaffe ich das? Ah! Okay, es ging gut. Das ist ja gar nicht pink. Was ist das denn? Das ist ja voll der Scam. Okay, ich gleich mal einfach Sprinkles drauf, dann sieht es schön aus. Gehst du eigentlich noch zum Lasern? Also, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Also, nicht alle, glaube ich. Ich habe so Haarentfernungs-Laser-Ding angefangen. Das ist halt so... Help. Das ist halt so dauerhafte Haarentfernung. Dann habe ich das sehr genervt, dass man im Sommer mal seine Beinhaare rasieren muss und so. Das war echt nervig. Und deshalb habe ich das hier in Spanien angefangen und ich mache das auch noch weiter. Man macht das aber immer nur so, alle 2 Monate geht man dahin. Und dann wird es halt mit so einem Laser so weggelasert, die Haare. Und das tut schon manchmal ein bisschen weh, Leute. Das ist nicht mein Lieblingsappointment. Also voll viele Leute sagen, es tut nicht weh, aber das war leider gelogen. Es klebt wirklich alles. Hilfe! Irgendwie hat sich meine Zuckerwatte auch in Luft aufgelöst. Kann das sein? Da war doch gerade eben noch mehr Zuckerwatte drauf. Hattest du gerne einen Freund? Das ist nicht so, dass ich so jetzt denke, so, okay, ich suche mir jetzt einen Freund, einfach um einen Freund zu haben, wisst ihr? Also entweder kommt halt so die richtige Person, denke ich mir, oder nicht. Und ich kann auch eigentlich so ganz gut so mit mir so alleine sein, wisst ihr, was ich meine? Lieber als einfach so irgendwen da zu suchen, nur damit man irgendwen hat. Das wäre für mich auch eher einfach nur Zeitverschwendung. Und ich habe halt im Moment auch nicht so viel Zeit. Und wenn da jetzt halt auch noch so eine Person wäre in meinem Leben, ich glaube, es wäre auch einfach gerade ein bisschen viel. Also entweder kommt das so oder nicht. Aber ich bin jetzt nicht sicher, ich suche jetzt nicht so. Okay, ich brauche jetzt einen Freund.
Also das blaue Dekorationsgel, das funktioniert schon mal viel besser. Was machst du an Weihnachten? Weihnachten sind wir in Deutschland. Ich freue mich schon voll, Oma und Opa wieder zu sehen und den Rest von der Family. Also ich finde, Weihnachten ist immer das Schönste, einfach so mit der Familie zusammen zu sein. Ich würde auch voll gerne mal Weihnachten so im Schnee feiern. Deshalb hoffe ich auch jedes Jahr, dass es in Deutschland schneit. Wir haben auch schon hier auf Mallorca Weihnachten gefeiert und dann war halt die Familie hier. Als Sindra noch gelebt hat, weil dann konnten wir ja nicht nach Deutschland fliegen und sie hier alleine lassen. Und da war Weihnachten so, also es hat sich nicht so wirklich richtig angefühlt wie Weihnachten, weil halt Oma und Opa nicht dabei waren und der Rest von der Family auch nicht. Dann hat man sich halt so ein bisschen, keine Ahnung, wie so ein improvisiertes Weihnachten gefühlt. Deshalb ist es halt in Deutschland schon immer noch so was anderes. Und wir haben halt auch als Kind immer bei Oma und Opa Weihnachten gefeiert. Deshalb freue ich mich halt auch sehr, dass wir dann wieder bei Oma und Opa im Haus Weihnachten feiern können. Und ja, hier auf Mallorca, die machen aber auch alles sehr schön. Also die Weihnachtsdeko ist hier sehr schön und so. Also es ist schon weihnachtlich, aber irgendwie ist es nicht so das Gleiche. Okay, wie findet ihr mein Werk? Ihr seht, glaube ich, nur Zuckerwatte. Wartet, ich zeig's euch jetzt. So, Leute, jetzt kommt der Final Reveal von meinem Lebkuchenhaus. Tada! Ich glaube, es gewinnt keinen Schönheitswettbewerb, aber ich finde, es ist sehr ich, weil das ist sehr pink. Und es hat meine Haare jetzt auch an sich kleben. Übrigens, wollt ihr mal die Rückansicht von meinem Häuschen sehen? Seid ihr bereit? Ich habe nur vorne dekoriert. Das war's mit meinem Q&A Lebkuchenhaus-Video. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen mehr oder weniger alle beantworten. Und ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit dabei zuzuschauen, wie mein Lebkuchenhaus 8-mal eingestürzt ist. Und jetzt darf ich hier mein Chaos aufräumen. Wollt ihr mal sehen? Ja! Wollt ihr aufräumen kommen? Aber ich finde, es ist ein sehr Marvi-typisches Lebkuchenhaus, oder? Schreibt mal in die Kommis von 1 bis 10, wie findet ihr mein Lebkuchenhaus? So, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da und abonniert sehr gerne meinen Kanal. Oh, das Lebkuchenhaus steht falsch rum. Scheiße! So rum. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Adios, Leute.